Mysteriöse Überreste altertümlicher Goldwäschereien, versteckt im dichten Kastanienwald. Das weckt meine Neugier. Genau dort will ich hin, um selbst Gold zu suchen. Es regnet. Alles, was Feuchtigkeit liebt, ist heute mein Begleiter. Man sagte mir, von dieser Goldwäscherei des Altertums siehst du nur Steinhaufen. Aber über ihren Ursprung wird gerätselt. Die alte Goldwäscherei liegt im Malcantone im schweizerischen Kanton Tessin. Stefan Adlung, ein Experte für historische Goldwäschereien, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Über das Internet hat er eine Ferndiagnose erstellt. Auf der Reliefkarte, dem Leader, ist ein deutliches Muster erkennbar. 4 Gräben durchziehen in einem 45-Grad-Winkel zum Bach eine Geländeterrasse. Das sei ein typisches Merkmal für mittelalterliche Goldwäschereien, wie sie in Sachsen, Tschechien und Polen zu Hunderten vorkommen. Zuerst stoße ich jedoch auf die Ruine einer mittelalterlichen Mühle. Ein Kulturgut von nationaler Bedeutung, gemäß Kulturgüterkarte. Und die Goldwäschersteinhaufen? Nicht auf der Karte. Kein Kulturgut, obwohl es die bis heute einzigen bekannten Spuren historischer Goldwäschereien auf dem Gebiet der Schweiz sind. In Norditalien gibt es viele Spuren antiker Goldwäschereien, in der Region von Biella oder Ovada. Die römischen Historiker Strabo und Plinius nannten sie Aurophodine. Das vorrömische Volk der Salassier habe sie ausgebeutet, bis sie die Römer um 140 vor Christus eroberten. Wo der Wanderweg nach Bombinasco sich gabelt, taucht der erste Steinhaufen auf. Ich erkunde die wellenförmig angeordneten, langgezogenen und etwa 5 bis 6 Meter hohen Steinhügel. Ich skizziere. Mit 4 Gräben wurde die Geländeterrasse entlang der Lisora durchschnitten. Dazwischen wurden 5 längliche Steinhügel aufgeschichtet. Mit Hilfe von Kanälen muss Wasser aus den höher gelegenen Bächen hergeleitet worden sein. Davon ist heute nichts mehr sichtbar. Mit der Wasserströmung wurde die Kiesterrasse abgebaut. Diese Art von Goldabbau ist eine Form des Ground Sluicings oder Hushings, ein Verfahren, wie es in der Antike, im Mittelalter und heute noch angewendet wird. Der Bergbauhistoriker Agricola hat um 1550 eine mittelalterliche Goldwäscherei gezeichnet. Es ist eine einfache Methode des Hydraulic Mining, das im Goldrausch von Kalifornien um 1850 populär wurde. 3 Merkwürdigkeiten fallen auf. Pyramidenförmig aufgeschichtete Steine an einem Ort. Mauerförmig angeordnete große Steine an 2 anderen Orten. Im Volksmund Zyklopenmauern genannt. Und Vertiefungen an 3 Orten. Waren hier Schatzgräber am Werk? Ob sie die Steinhügel mit alten Gräbern verwechselten? Über die Jahrhunderte ging vergessen, dass hier eine antike Goldwäscherei war. Die Leute haben bestimmt allerlei Mythen in diese Steinhügel hinein interpretiert. Dr. Pipino vom Oro Museo in Ovada hat die antiken Goldwäschereien Norditaliens erforscht und Licht ins Dunkel gebracht. Die Goldwäscherei im Lisora-Tal ist mit großer Wahrscheinlichkeit antiken Ursprungs. Römisch oder vorrömisch, denn ähnliche finden sich auch entlang dem Ticino-Fluss. Pipino schätzt, dass eine Person mit dieser Wasserspülmethode 5 bis 10 Kubikmeter Material pro Tag verarbeiten konnte.
Ich schätze auch. Die Kiesteраsse an der Lisora war nur eine kleine Aurifodina. Ihre Fläche ist etwa 100 mal 50 Meter. Die Mächtigkeit der abgebauten Kiesschicht schätze ich auf 1 Meter. Ergibt also 5000 Kubikmeter Kies. Bei angenommenem Goldgehalt von 1 bis 2 Gramm pro Kubikmeter und der Möglichkeit, mit den einfachen Methoden etwa 60 bis 80% des Goldes zu entnehmen, haben unsere antiken Goldwäscher also rund 5 Kilogramm Gold gefunden. Zu heutigem Goldpreis immerhin ein Gegenwert von einer Viertelmillion Franken. Dazu brauchten sie wohl einige Monate, maximal 1 Jahr. Genug der Geschichte jetzt. Wir sind in der Gegenwart. Ich grabe nach Gold in der Lisora, gerade unterhalb der antiken Goldwäscherei. Haben die Römer etwas Gold zurückgelassen? Naja, Goldflitter von etwa 1 mm finde ich. Außerordentliche Funde sind das nicht. Die Römer haben also ganz gute Arbeit geleistet. Im Wissen, die einzige historische Goldwäscherei auf Schweizer Boden mir angeschaut zu haben, gehe ich jedoch zufrieden heim, wie mit einem schönen Goldfund. Man sieht's. Ein neuer Tag. Genauer gesagt, es war der Tag zuvor. Die Sonne scheint über Sessa und den sanften Hügeln des Malcantone. Mit der Schweizerischen Goldwäschervereinigung besuche ich die Goldmine La Costa bei Sessa. Berggold. Wir sind am Ursprung des Goldes im Malcantone. Seit 2015 ist die Mine ein Schaubergwerk. Von den 2 Kilometer Stollen sind etwa 380 Meter zugänglich. Das Goldbergwerk ist dank dem Ingenieur Baglioni groß geworden. Er kam 1856 aus Gondo, wo er bereits im Goldbergbau tätig gewesen war. Moment mal, Gondo? Müssen wir ihn uns so vorstellen? Er soll innovativ und mutig gewesen sein. Er brach mit Traditionen. Den Stollen gab er kecke weltliche Frauennamen, statt sie nach katholischen Heiligen zu benennen, wie das über Jahrhunderte üblich war. 300 Personen kriegten dank Baglioni Arbeit. 30 Jahre, bis zu Baglionis Tod 1883, dauerte diese erste Bergbauepoche. Nach längerem Unterbruch startete 1933 die zweite Epoche. Die Mine de Costano SA wurde gegründet. Prägende Figur war der englische Geologe John A. Burford. Dank Pressluftbohrhämmern und Dynamit-Sprengtechnik gelang der Vorstoß rascher. Und eine Wasserreserve und hier hat man Bonieren, Wasser und Korn und man sieht diese ist der schwere Gestein, das ist der leichtere Gestein. Ja? Und die Risse, die variieren von 3 Meter auf einige Zentimeter, die variieren sehr stark. Und man sieht diese Risse, diese Wagen waren mit dem unteren Niveau. Der Verbindungsschacht mit Die Erzvorkommen sind meist mit Pyrit, Arsenkies und Bleiglanz vergesellschaftet. Das Gold ist üblicherweise nicht von Auge sichtbar, sondern mikroskopisch vorhanden. Welcher Stein ist hier wohl Erz und welcher nur taubes Material? Erkenntlich ist das primär am Gewichtsunterschied und am Geruch, wenn man darauf schlägt. Das konnten Frauen offenbar zuverlässiger unterscheiden als Männer.
Sie machte Baglioni deshalb für die Erzsortierung verantwortlich. In den Stollen wurden ab 1933 1 Kilometer Gleise gelegt. Mit einer Seilbahn von 400 Meter Länge wurden die ungefähr 1000 Tonnen abgebautes Erz ins Tal transportiert. Ein Steinbrecher, eine Walzmühle und eine Flotationsanlage extrahierten das Gold. Etwa 50 Gramm Gold pro Tonne Erz konnten gewonnen werden. Das wäre eine Produktion von 50 Kilogramm Gold, also 10-mal so viel, wie die Römer beim Goldwaschen fanden. 20 Jahre dauerte die zweite Epoche. 1953 wurde das Bergwerk eingestellt. Doch gegen 2 Tonnen Erz sollen noch im Berg sein. Das schätzte die kanadische Bergbaufirma Narex in den 1980er Jahren. Zum Abschluss erfreuen wir uns an dem außerordentlichen Goldnugget mit Quarz, das ein Goldwäscher im Malcantoni gefunden hat. An einem feinen Polenta-Essen danke dem Team der Goldmine Sessa. Und den Marroni aus dem Kastanienwald der antiken Goldwäscherei. Die Tessiner verzeihen mir den Walliser Merlot. Ist gedacht als Hommage an Rolf Gruber für die tolle Ausflugsorganisation.